Panzer: Auf dem Schlachtfeld sind sie die beweglichsten Kampffahrzeuge, die sich jedem Feind entgegenstellen können. Die Mobilität von Panzern ist eine ihrer wichtigsten Eigenschaften, die sie unbesiegbar machen. Im Laufe der Geschichte wurden Panzer ständig weiterentwickelt. Von den Panzern des Ersten Weltkriegs bis hin zu den modernen Panzern von heute wurden große Fortschritte erzielt. Leichte und kompakte Panzer wurden zu bedrohlicheren und beweglicheren Modellen. Darüber hinaus hat die Entwicklung von Waffen- und Panzerabwehrsystemen dazu geführt, dass Panzer kontinuierlich modernisiert werden. In diesem Video werden wir über die verrücktesten Projekte und abgebrochene Produktionen sprechen. Wir werden auch detaillierte Beschreibungen jedes Modells liefern. Vergessen Sie nicht, das Video zu mögen und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um zu den Ersten zu gehören, die die interessantesten Fakten erfahren. Land Cruiser. Es gab Pläne, in Deutschland einen Tank mit einem Gewicht von 1000 Tonnen zu produzieren. Dies würde bedeuten, dass dieser Tank 16 mal schwerer als moderne Panzer wäre. Interessanterweise sollte ein Drittel dieses Gewichts nur für Munition reserviert sein. Es wurde beschlossen, dass dieser Tank über 2 Unterwassermotoren mit insgesamt 16.000 PS verfügen sollte. Trotz der Besessenheit Deutschlands von militärischer Ausrüstung wurde dieser Tank aufgrund der Vorliebe Deutschlands für Luftangriffe nicht produziert. Dennoch ist die Liebe der deutschen Entwickler zu riesigen Maschinen und verrückten Projekten weltweit bekannt. Objekt 279 ist ein schwerer Supertank, der 1959 von sowjetischen Ingenieuren entwickelt wurde. Dieser Tank hat einen experimentellen Charakter und wiegt 60 Tonnen. Die Abmessungen sind beeindruckend, er ist 6,77 Meter lang und kann eine Gesamtlänge von bis zu 11 Metern erreichen. Die Breite beträgt 3,4 Meter und die Höhe 2,6 Meter. Der Objekt 279 wurde entwickelt, um in schwierigem Gelände zu kämpfen, wo herkömmliche Panzer an ihre Grenzen stoßen. Er ist unempfindlich gegenüber Explosionen und sogar den Schockwellen nuklearer Explosionen. Der Objekt 279 wurde für den Einsatz im hochrangigen Kommando Reserve entwickelt. Das Fahrgestell basiert auf einer Anordnung von 4 Rädern, die auf 2 Rechtecken platziert sind, was die Geländefähigkeit des Tanks erheblich verbessert. Diese Räder dienen auch als Treibstofftanks. Die Aufhängung des Tanks arbeitet mit einem komplexen hydrodynamischen Wandler und einem 3-Gang-Getriebe. Der Kettenanpasser ist eine Kettenschutzvorrichtung, die sich über die gesamte Länge erstreckt und eine einfache Bewegung selbst in schwierigem Gelände wie weichem Boden ermöglicht. Der Objekt 279 kann auch Panzersperren problemlos überwinden. Dieser Tank hat 2 Dieselmaschinen mit einer Leistung von jeweils 1000 PS. Diese Leistung ermöglicht es dem Tank, sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 km pro Stunde zu bewegen. Er hat eine Reichweite von 300 Kilometern mit vollem Tank. Der Tank verfügt außerdem über Funktionen wie ein eigenes Feuerlöschsystem und ein Heiz- und Kühlsystem für den Kampfraum. Der Objekt 279 ist durch eine 269 mm dicke Panzerung geschützt. Der untere Teil des Tanks ist mit einem speziellen elliptischen Schild ausgestattet, um ein Umkippen des Tanks bei einer Explosion zu verhindern. Die Hauptwaffe dieses Tanks ist eine 130 mm Kanone. Zusätzlich gibt es weitere Waffen wie ein 15,4 mm MG mit einer Kapazität von 800 Patronen. Der Tank kann 24 Granaten und Patronen tragen. Die Waffe verfügt über ein halbautomatisches Ladesystem und kann eine Feuerrate von 5 bis 7 Schuss pro Minute erreichen. Wenn das Feuerlöschsystem entfernt wird, kann dieses System weiter verbessert werden. Der optische Entfernungsmesser und die automatische Zielerfassung gewährleisten eine präzise Schussgenauigkeit des Tanks. Darüber hinaus erleichtert das Vorhandensein eines Nachtsichtsystems mit Infrarotstrahlen präzise Schüsse auch bei Dunkelheit. TOG 2 ist ein schwerer Panzer, der während des Ersten Weltkriegs für den Einsatz in Nordfrankreich entwickelt wurde. Die schwierigen Sümpfe in der Region erschwerten spezielle Operationen und Geländebewegungen erheblich.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde der TOP-2-Panzer gebaut, aber das Projekt wurde aufgrund fehlender Notwendigkeit eingestellt. Das TOG-1-Projekt endete nach der Produktion eines einzigen Prototyps. Das Design des TOG-2 wurde von dem Team erstellt, das an der Herstellung britischer Panzer während des Ersten Weltkriegs beteiligt war. Der Drehmechanismus des Tanks befand sich beim TOG-2 in einer niedrigeren Position. Dieser Tank war schwerer als der Objekt 279 und wog genau 80 Tonnen. Die Abmessungen betragen 10,13 Meter Länge, 3,12 Meter Breite und 3,5 Meter Höhe. Das Modell des Tanks wurde im Jahr 1940 entwickelt und hatte eine Kanone von 1,8 Metern. Es hatte auch einen Attrappenturm. Später, im Jahr 1942, wurde für den Einsatz im Projekt des Cruiser Mk8 Challenger 76 Tanks ein Turm mit einer 76,2 mm Kanone an diesem Tank angepasst. Die seitlichen Schutzwände wurden jedoch nicht verwendet. Die elektrisch-mechanischen Antriebssysteme von TOG-1 und TOG-2 waren ähnlich, aber der TOG-2 war mit 2 Generatoren ausgestattet. Der Tank wurde 1943 getestet, aber später nicht verwendet. Das TOG-2-Prototyp wird heute in einem Panzermuseum aufbewahrt. Der Panzerkampfwagen 8 Maus ist ein 188 Tonnen schwerer Panzer. Die Abmessungen sind beeindruckend: 10,2 Meter Länge, 3,71 Meter Breite und 3,63 Meter Höhe. Er wurde im Jahr 1944 von Ingenieuren entworfen und montiert. Von diesem riesigen gepanzerten Fahrzeug konnten nur wenige Rümpfe und ein Turm hergestellt werden, und der Plan, 5 Modelle herzustellen, konnte nicht umgesetzt werden. Der Maus ist dank seines Gewichts und seiner eingebauten Waffen auch ein gefährlicher Panzer. Er verfügt über eine 128 mm Kanone, die ausreicht, um feindliche Panzer zu zerstören. Die größten Herausforderungen für die Ingenieure waren das Getriebe und der Motor, da ein so großes gepanzertes Fahrzeug eine leistungsstarke Motorisierung erfordert, um bewegt zu werden. Die Lösung der Ingenieure bestand darin, einen Verbrennungsmotor mit Hybridantrieb zu verwenden. Die elektrischen Generatoren liefern Strom an die Ketten des Panzers. Dieses System ermöglichte theoretisch eine Geschwindigkeit von bis zu 20 Kilometern pro Stunde. Bei Tests auf dem Boden wurde jedoch festgestellt, dass der Panzer eine Geschwindigkeit von bis zu 13 Kilometern pro Stunde erreichen konnte. Aufgrund seines enormen Gewichts kann der Panzer keine Brücken überqueren, verfügt jedoch über die Fähigkeit, bis zu 8 Meter tief zu tauchen. Diese Funktion wird durch einen Schnorchel am Panzer ermöglicht. Der Panzer beschädigt seine Struktur und Systeme nicht beim Überwinden von Hindernissen. Im Jahr 1943 wurde eine Holzmakette des Maus fertiggestellt und Hitler präsentiert, der das Projekt genehmigte. Nach den Recherchen von Historikern entschied Hitler jedoch, dass das Kaliber der Waffe nicht ausreichend war und forderte eine Änderung des Projekts, um das Hauptgeschütz des Panzers durch eine 150 mm Kanone zu ersetzen. Der Zar-Panzer, auch als Metallkutsche oder Lebedenko-Panzer bekannt, wurde 1914 von russischen Ingenieuren entwickelt, erwies sich jedoch als erfolglos, da er auf dem Schlachtfeld nicht stark genug war. Der Panzer war nicht beständig gegen Artilleriefeuer und war mit Rädern anstelle von Ketten ausgestattet. Vorne gab es 2 Räder, während hinten ein Rad mit einer Höhe von 1,5 Metern vorhanden war. Aufgrund des enormen Gewichts des Panzers hatte das hintere Rad jedoch ständig Probleme. Die Hauptwaffe des Panzers war eine Kanone, die eine Reichweite von bis zu 8 Metern hatte. Es war geplant, zusätzliche Waffen in den Seitenschutz zu integrieren, aber dies blieb nur auf dem Papier. Jedes Rad war mit einem 250 PS Motor ausgestattet. Bei Tests im Jahr 1915 steckte der Panzer aufgrund seines Gewichts im Boden fest und es entstand ein so großes Problem, dass er nicht mehr entfernt werden konnte. Der Zar-Panzer wurde 1923 vollständig zerlegt. Wir würden gerne hören, welchen Panzer Sie mehr mögen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und unsere Videos zu mögen.
Wir sehen uns bald in einem neuen Video. Auf Wiedersehen.